Nur noch wenige Spiele bis zum Saisonende und dann werden wir es wissen, ob wir nächste Saison mit Preußen Münster international spielen oder nicht. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Wir werden mit Preußen Münster, das steht jetzt fest, noch eine dritte Saison spielen. Ihr habt fleißig abgestimmt bei der Umfrage, ungefähr 70 Leute oder 70 Stimmen. 60% haben auf Ja geklickt und der Rest dann halt auf Nein. War am Anfang eine sehr, sehr ausgeglichene Abstimmung, muss ich sagen. Ja, es war lange Zeit sehr ausgeglichen, aber dann hat sich doch das Ja durchgesetzt und von daher spielen wir noch eine dritte Saison. Das wird dann aber auch die letzte sein, weil dann mache ich auch vielleicht nochmal was anderes. Ist dann auch verständlich für die Leute, die auch darauf warten, dass ich vielleicht nochmal was anderes mache. Aber ich habe ja gesagt, ne, wir stimmen ab hier, demokratisch, die Mehrheit hat dann entschieden und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was wir mit Preußen Münster hier, ja, die letzten 3-4 Spiele noch hinbekommen. Heute gegen Wolfsburg, wir haben eine sehr, sehr gute Phase momentan. Wir haben 3 Siege in Folge gegen Bremen, gegen VfB, gegen Union. Das letzte war auf jeden Fall sehr, sehr dominant. Und jetzt haben wir quasi alle Zügel in der eigenen Hand. Wir sind Sechster. Das wäre momentan der Conference League Platz gegen Wolfsburg. Das ist auch nicht ganz so leicht. Die wollen auch noch ins internationale Geschäft. Gibt viel zu tun. Viel zu tun gibt es auch für euch. Das letzte Adventsgewinnspiel ist draußen. Ja, ihr könnt eine neue Tastatur und dazu noch ein Mauspad gewinnen. Also 2 Gewinne für euch, wenn ihr euch denn dafür anmeldet. Schaut einfach mal das Video dann an, dann wisst ihr, was ihr dafür machen müsst. Ja, und dann gibt es schon die Umfrage für die neuen Trikots. Ich möchte auch gerne für die nächste Saison wieder neue Trikots machen. Da ist schon das Voting für das Heimtrikot draußen. Schaut da auch gerne mal in den Community-Tab vorbei, dass ihr da dann auch eure Stimme abgebt. Sind wieder sehr, sehr schön geworden, wie ich finde. Alle 3. Und dann wird auch zeitnah die Abstimmung fürs Auswärtstrikot folgen. So, das waren die Infos, die ich an euch weitergeben sollte oder wollte, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Und jetzt geht's ran hier gegen Wolfsburg. Bin sehr, sehr gespannt, ob wir uns genauso gute Chancen rausspielen wie unter anderem gegen den VfB und natürlich gegen Union Berlin. Das war wirklich sehr, sehr dominant. 5-0 gewonnen. Haben wir gar keine Zweifel aufbringen lassen. Aber Wolfsburg ist halt auch wieder ein anderes Kaliber. Das war immer schwer gegen Wolfsburg zu spielen. Die spielen sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr druckvoll. Hohes Pressing eigentlich auch immer. Hier seht ihr schon ein Beispiel. Aber wir machen das hier. Paul Wanner benutzt sie mal als Slalomstangen. Castañeda jetzt alleine gegen alle. Ja, warum nicht? Allein gegen alle. Den greift keiner an, Castañeda. Und Müller im Tor. Nicht Graberer, sondern Müller. Der ehemalige Schalke-Keeper. Hier haben wir uns schön durchgesetzt. Und dann aber zu unplatziert. So, Ecke durch. Ah, Remberg macht das. Ne, Wanner. Linksfuß. Wir brauchen da immer einen Linksfuß. Zum Tor hingezogen, ist immer besser. Und dann gucken wir mal, ob wir da mal wieder einen Abnehmer finden seit langer Zeit. Zum Beispiel Fridtjonsson. Ja. Ja, komische Flugkurve. Trudelt dann leider ins Tor aus. Aber auch mit einem 0-0. Wir wären ja noch nicht raus dann aus dem Kampf um die internationalen Plätze. Aber je nachdem, wie der VfB spielt, wie Gladbach spielt, wie Frankfurt spielt, würden wir dann wieder ins Hintertreffen geraten. Aber da weiß ich halt auch nicht, ob die sich noch gegenseitig die Punkte nehmen. Ja, der VfB hat zum Beispiel gegen Gladbach im letzten Spiel gespielt. Ich glaube Remis sogar. Deswegen sind wir ja auf dem 6. Platz. Weil der VfB hat viele Punkte liegen lassen. Remberg, schade, wieder am Abseits. Es fehlt auch hier nicht viel in der Anfangsphase. Wir machen das wirklich gut. Vom VfL bislang noch nicht so viel zu sehen, Gott sei Dank. Wenn was nach vorne geht, dann sind wir diejenigen, die das machen. Schönes Pressing von Wanner. Listesch jetzt mal allein. Ähnlich wie Castañeda. Ja, dann wirst du hier von 3-4 Mann zugestellt, aber da muss ja irgendwo einer frei sein. Castañeda! Zu unplatziert, zu zentral. Ja, da lässt er sich aufreizen, viel Zeit, 6 Sekunden schon längst vorbei. Und dann sind wir eigentlich wieder in Ballbesitz. Oh, Fernandes kriegt aber den Ball und der scheint auch nicht langsam zu sein. Gegen Jongwa. Berisha gegen Castañeda. Arnold, jetzt müssen wir immer wieder aufpassen. Diese Steckbälle, die Gott sei Dank hier nicht funktionieren. Ja, ihr wisst ja, wie das Spiel ist. Ne? Haben wir jetzt, glaube ich, die ganze Saison lang schon durchbesprochen. Und Fridtjonsson, sehr schön gemacht. Hält den Ball, macht den Ball mal fest, zieht 2-3 Männer. Somit ist Platz auf der Außenbahn. Wir sehen gegen 2-3 Mann. Und jetzt fehlt halt irgendeiner in der Mitte. Fridtjonsson soll da normalerweise sein. Remberg und jetzt Listesch, braucht wieder zu lang. Der erste Kontakt war leider nicht gut. So, das meine ich jetzt. Jetzt haben die Wolfsburger Platz. Lovro Meyer.
Da darf eigentlich niemand durchkommen. Berisha, Castañeda, das war zu einfach. Ishii kommt auch nicht ran. Und dann war Sinamoy zum allerersten Mal in dem Spiel. Nach 34 Minuten ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Wolfsburger bis dahin noch nicht gefährlich vorne waren. Oh, die Ecke kommt gefährlich. Achtung, Castañeda kommt da ran. Nee, Achtung, der Rebound. Und der nächste Schuss. Und es gibt... Nein, es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für den VfL. Wahrscheinlich wieder diese ganz typische Situation. Der Ball war bestimmt schon weg hier. Der Ball war schon weg. Aber dann dieser blöde Ausfallschritt nach vorne. Also das sind so Situationen, ihr wisst ja, bei Elfmetern bin ich immer fair, aber das darfst du einfach nicht als Elfmeter pfeifen, wirklich nicht. Meier gegen Sinamoy, verliert ihn und dann führt der VfL mit 1:0. Ja, das ist einfach Arschritze auf Deutsch gesagt. Ich meine, der Ball war längst weg. Ich mache zwar diesen Ausfallschritt da nach vorne, aber Paredes, ganz ehrlich, wie er sich darüber fallen lässt, das ist wirklich lächerlich. Und ich meine, der Ball, der war ja schon längst weg. Ich meine, wäre das eine Aktion mit Ball gewesen, okay. Aber der Ball war längst gespielt. Und dann lässt er sich so ein bisschen darüber fallen. Zweites Tor natürlich auch erst von Lovro Meier. Der macht 2 Saisontore. 2 Elfmeter wahrscheinlich. Gut, den Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt, würde ich sagen. Also ich fand uns schon besser als Wolfsburg. Jetzt nicht so überlegen, aber wir hatten schon die ein oder andere Chance. Aber egal, davon lassen wir uns jetzt hier nicht zermürben. Wir machen einfach weiter, Fridtjonsson. Und ich müsste mal umstellen aufs 4-2-3-1. Ich glaube, ich spiele 4-3-3. Mache ich dann spätestens mal zur zweiten Halbzeit, beziehungsweise jetzt. 4-2-3-1. Dann muss ich auch gleich nochmal gucken, ob die Spieler da stehen, wo sie auch stehen, oder ob das wieder, ja, nee, umgestellt wird, natürlich. Das finde ich halt auch so lächerlich und so nervig, dass man das hier immer wieder zigfach umstellen muss, dass das nicht einfach mal gespeichert wird. So, jetzt stehen alle da, wo sie stehen sollen. So, jetzt 4-2-3-1. Und jetzt müssen wir zusehen. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht viel leichter, wenn die Wolfsburger hier kontern und ihr Spiel dann durchbringen. Irgendwie Jongwa, aber Ishii ist da. Macht auch, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Job. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der jungen Innenverteidigung, die wir haben. So, Jongwa läuft da durch, kriegt da, könnte wieder abseits sein. Ja, das ist echt immer dieser eine Schritt, dieser eine Moment, den man zu lange wartet. Dann ist es abseits. Ja, natürlich ist es abseits, aber das ist immer sehr anstrengend. So, Remberg, genau, ist ja in der 4. Etage, gefühlt. Steigt ihm da auf den Rücken drauf, aber hat was gebracht. Ich hoffe, dass es jetzt beim 1:0 bleibt. Dass wir hier nicht noch ein zweites Ding kriegen vor der Pause. Castañeda, vielleicht kriegen wir noch mal eine Chance zum Umschalten. Brodowski. Ja, aber wenn der Ball jetzt im Aus ist. Ah, guck mal. Warum lässt er den überhaupt weiterlaufen, wenn er eh nicht bis zum Schluss wartet? Naja, 1:0 für den VfL. Sehr unglücklich, muss ich sagen. Also den Elfmeter, da bleibe ich nach wie vor dabei. Den musste nicht unbedingt geben. Das war so ein, ja, Allerweltsfoul. Das wird im Feld oder hier im Mittelfeld wahrscheinlich nicht gepfiffen. Aber gut. Hilft nichts. Wir sind noch nicht so drinne, so entspannt wie gegen Union oder auch wie gegen Bremen. Aber vielleicht ja jetzt. Brodowski, wieder abseits wahrscheinlich. Ja, natürlich. Wieder dieser eine Schritt. Diese eine Sekunde, die ich zu spät gespielt habe. Listesch, aber viel später kann ich ja nicht machen. Oder viel früher. War knapp. Und am Ende geht das Spiel dann wahrscheinlich 1:0 für den VfL aus durch so einen lachhaften Elfmeter. Befürchte ich. Aber wir haben jetzt noch viel Zeit. So, jetzt wieder selbe Situation. Jetzt ist es kein Abseits, aber jetzt ist der Ball zu lang. Jetzt ist der Ball leider zu lang. VfL kann aufbauen über rechts. Und die kommen über Berisha. Ja, da darf niemand rankommen, außer Poso. Was macht Poso denn, ey? Da durfte überhaupt gar keine Gefahr bestehen, dass er den Ball rettet. Ja, der VfL presst. Keine Möglichkeit, uns da zu befreien. Jetzt vielleicht mal. Castañeda, Listesch. Brodowski auf der Außen ist auch zu riskant. Der VfL stellt leider so gut zu, aber wir haben auch Fehler drin. Ihr seht, das funktioniert auch nicht immer. Alles so Jongwa kriegt er den so lang geworfen auf Listesch. So, da muss Fridtjonsson sich mal irgendwo anbieten. Da. So, jetzt ist Brodowski wieder oben im Abseits. Jetzt stehen wir wieder. Wenn nämlich der Stürmer sich da den Ball holen muss, ist wieder niemand vorne. Aber ihr seht, der VfL, der macht Fehler. Viele Fehler. Listesch jetzt mit der Chance. Die Grätsche funktioniert Gott sei Dank nicht. Listesch, aber das braucht auch zu lange.
Das braucht auch zu lange. Jetzt Kudowski. Auch die Grätsche. Aber das wird dann wiederum nicht gepfiffen, weil wahrscheinlich Ball gespielt war. Ball war ja da schon längst weg. So, jetzt die nächste Chance. Kudowski, kein Abseits. Ach, es ist sehr, sehr schleppend gerade in der zweiten Halbzeit. Es ist sehr, sehr unrund, was hier nicht läuft, beziehungsweise was bei uns läuft. Ah, die Fußspitze. Junge, nimm Schuhgröße kleiner das nächste Mal. Also echt Wahnsinn. Der VfL hat bislang nichts gebracht nach vorne, außer den Elfmeter. Da nach der Ecke. Und ansonsten machen sie nichts. Aber was willst du machen? Das steht dann weiterhin 1:0. Das war ein guter Ball. Wanner jetzt mit der großen Ausgleichschance. Und da ist er. Eine Aktion reicht. Ein Ball, der mal nicht im Abseits ist. Der Greedy vor der eigenen Kurve. Und es kann manchmal so einfach sein. Ja, ein Ball in die Tiefe, zack, der VfL kommt da auch nicht ran. Da dachte ich schon wieder, okay, der Gegner nimmt uns den Ball ab. Aber dann ist Paul Wanner auch momentan richtig gut drauf. Trifft den exakt mit dem Vollspann so, dass er oben einschlägt. Und zumindest mal das 1:1 uns hier zwischenzeitlich bringt. So, natürlich müssen wir jetzt gehen aufs zweite Tor. Ich will hier gewinnen. Ich will nicht auf Remis spielen. Ich möchte die Chance, so wie in der letzten Saison. Ja, wir hatten ja da auch die Chance, entweder direkt aufzusteigen oder über die Relegation. Und ich habe gesagt, ich will bis zum Schluss das Maximum rausholen. Und genauso hier. Also möchte ich auch dieses Spiel heute gewinnen, um dann Platz 6 erstmal zu festigen. Und dann mal gucken, was die anderen machen, was der VfB macht, was Borussia Mönchengladbach macht, was Frankfurt macht. Die sind dann halt auch gefragt. So, Jongwa, das macht der VfL gut, aber dann ist oben Platz für Jongwa. So, Fridjonsson winkt, möchte den Ball haben. Wo läuft er ein? Der läuft gar nicht ein, aber Wanner ist da. Fridjonsson. Und Kudowski wäre da fast rangekommen. Schade. Und der VfL kommt über Fernandes, aber Listisch ist da. Wir gewinnen die Zweikämpfe, das ist richtig gut. Und jetzt muss ich nochmal ein paar frische Kräfte reinbringen. Vielleicht Tekimoglu, vielleicht Philipp. Nächste Chance für Philipp. Wir machen den mal hier als hängende Spitze rein. Duarte vielleicht auf dem Flügel nochmal für Kudowski, der heute nicht ganz so präsent war. Also der hat schon gute Aktionen gezeigt, aber er hat schon bessere Spiele gehabt. Sagen wir es mal so. Deswegen ist es ganz gut, dass wir vielleicht mal Duarte reinbringen. Ist ja auch schnell, Linksfuß für die linke Seite. Das kann nicht so verkehrt sein. ...20 Minuten noch. Mit Nachspielzeit, der VfL über Fernandes gegen Jongwa. Aber ihr seht, der VfL, das ist super, super schwach. Eine Aktion. Der Elfmeter. Ansonsten steht es hier 2:1. Achtung, da kommt der VfL. Das ist die zweite Chance. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist wieder so ein Spiel, das wirst du einfach nicht gewinnen. Das darfst du einfach nicht gewinnen. Wirklich, die bringen nichts nach vorne. Zweite Aktion. Und das zweite Tor. Ein langer Ball reicht. Poso kommt dann leider nicht in den Zweikampf rein. Und dann ist es, glaube ich, Kevin Paredes. Kevin Paredes mit dem 2:1. Das war dann klar. Also als der Ball dann durchgekommen ist, das war dann klar. Wahrscheinlich sein erstes Saisontor, ja, werden wir gar nicht sehen. Ja, und wir fangen wieder von vorne an. Auch wieder ein Foul. Oben Duarte läuft durch. Jetzt im richtigen Moment gegen Koulibaly. Duarte ist durch. Duarte ist durch. Fridjonsson muss sich mal fallen lassen, aber so nicht. Der steht hinter dem Gegner. Junge, mach doch einfach mal einen schlaueren Laufweg. Nur so als Idee. Wäre doch ganz schön. Fürs nächste Mal. Fridjonsson, komm, wir sind jetzt da. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen mehr riskieren. Poso kommt mit. Vielleicht mal hier ein Foul. Nee. Wanner, Philipp jetzt mit der Chance. Komm, das wäre doch mal wieder ein Moment für ihn. Aber der hat echt die Scheiße am Schuh. Schon seit Beginn der Rückrunde. Ist echt ein bisschen schade, weil der hat echt eine gute Hinrunde gespielt. Aber dann bislang hat er leider sehr, sehr abgebaut. Und der VfL kommt jetzt zum dritten Mal. Achtung, Koulibaly mit der nächsten Chance. Und dann ist die Entscheidung da. Ja, da kannst du gar nichts zu sagen. Also wie gesagt, das ist so ein Spiel, was du einfach nicht gewinnen darfst. Das hätte ich jetzt auch noch 10-mal starten können. Die haben 3 Chancen. Wir haben 3 Chancen, kommen 3-mal vors Tor. Und machen dann 3 Tore. Ich glaube, nee, Riedle Baku war es nicht. Wer war es? Mal kurz geschaut.
auf den Torschützen und dann geht's weiter. Es war Moukoko. Sein erstes Tor natürlich im dritten Spiel. Weißt du, spielt nie, jetzt ausgerechnet gegen Münster, wahrscheinlich eingewechselt. Und ausgerechnet gegen uns. Das ist halt auch wieder so typisch. Also es kommt leider, ich habe da schon so ein bisschen geahnt, das zusammen, was so typischerweise in so Spielern halt zusammenkommt. Du bist die bessere Mannschaft. Wolfsburg ist, wie gesagt, immer sehr, sehr schwer, sehr, sehr eklig zu bespielen. Aber wir sind ja noch nicht raus, Philipp. Mit der nächsten Chance. Aber es gibt den Freistoß, oder? Weil vorher gezogen wurde? Nein. Ja, schade. Ich habe echt gedacht, nach dieser Serie, nach den 3 Siegen in Folge, ja, guck mal, die bleiben auch einfach stehen jetzt. Die machen auch nichts mehr. Wir kommen wahrscheinlich auch nicht in den Zweikampf rein. Das gibt wieder einen Vorteil. Moukoko, natürlich. Gegen alle. Moukoko aus Spitzenwinkel. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Spiel beschreiben soll. Es war einfach sehr, sehr unnötig, dass wir hier heute verlieren. Das war nicht eingeplant. Aber gut, am Ende ist es so, wie es ist. Der VfL kommt 3-mal vors Tor, macht 3 Tore. Gewinnt am Ende das Spiel und weiß gar nicht warum. So, das ist, glaube ich, das, wie man dieses Spiel zusammenfassen kann. Aber wir haben noch 3 Spiele, glaube ich. 3 Spiele sind es noch. Ist noch nichts verloren, aber natürlich ein Dämpfer, gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt in der Rückrunde. Aber gut, wir machen weiter. Es ist noch nichts verloren. Ja, ich gucke mal gerade auf die Konkurrenz. Oh, Frankfurt und Stuttgart nehmen sich die Punkte gegenseitig. Das ist gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gewinnt Gladbach leider. Das ist nicht gut, aber ich glaube, die standen eh vor uns. Bin ich der Meinung, jetzt der erste FC Köln. Zum ersten Mal zu Hause. In der letzten Saison hat es ja nicht geklappt. Ihr wisst vielleicht den Unfall oder ja, das, was passiert ist. Deswegen konnten wir das leider nicht sehen. Und jetzt haben wir aber die Chance, zu Hause gegen den ersten FC Köln zu gewinnen. 2 ungelesene Nachrichten. Dann gehen wir nochmal auf die Tabelle. Ja, du bist ein Vorbild, super. Es war eine Spitzenleistung, obwohl du gar nicht gespielt hast. Verstehe ich da noch nicht. Weißt du, der hat nicht gespielt, bedankt sich aber, dass er gespielt hat. So, wir sind ja 7. und ihr seht das. 47, 43, 48, 48. Gladbach ist 5. Okay, der VfB ist jetzt wieder vor uns, aber wie gesagt, wir sind punktgleich. Frankfurt nur 1 Punkt hinter uns. Wir haben halt leider das schlechtere Torverhältnis gegenüber dem VfB und auch gegenüber der Eintracht. Das wird sich auch nicht mehr verändern. Und wir haben jetzt im nächsten Spiel, darf ich nicht vergessen, spielen wir mit unserem Jubiläumstrikot. Also Preußen Münster hat in 4 Tagen hier in-game Geburtstag. Spulen wir mal vor. Zwar am 30. April, glaube ich. 30. April. Und dann 120 Jahre zurückrechnen. So, an dem Donnerstag wurde Preußen Münster gegründet. Und gegen den 1. FC Köln spielen wir mal mit dem Jubiläumstrikot. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Ja, die Kölner haben die letzten 5 Spieler auch nicht verloren. 4-mal unentschieden gespielt, aber das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Also jetzt in der Phase noch Remis zu spielen, das wäre sehr, sehr schade und wäre sehr, sehr fatal. Ich muss jetzt erstmal hier, wo wollte ich nochmal hin? In den Kalender. Nochmal hier ins Gedächtnis rufen, welche Gegner wir noch haben. Also wir haben jetzt noch Köln, wir haben Frankfurt als direkten Konkurrenten und dann den VfL Bochum. Wir haben noch 2 Heimspiele, die müssen wir gewinnen. Und wenn wir in Frankfurt noch einen Punkt holen, könnte das eventuell für Platz 6 reichen. Aber im besten Fall gewinnen wir jetzt hier 3-mal. Und der VfB verliert noch irgendwo ein Spiel oder spielt noch einmal unentschieden. Vielleicht reicht es ja auch noch für Platz 5. Keine Ahnung. Wir müssen echt gucken. Wir müssen das Maximum versuchen rauszuholen. Und wenn es dann am Ende nur für Platz 7 reicht, mein Gott, dann ist es so. Aber wir haben trotzdem dann eine super, super Saison gespielt als Aufsteiger. Ich wollte nochmal unten gucken, ob da schon eine Entscheidung feststeht. Ja, noch nicht. Mainz, Bochum müssen noch spielen, Augsburg. Also, es wird sehr, sehr spannend. Es spitzt sich zu. Stimmt ihr fleißig ab fürs neue Heimtrikot, das, ja, dann von euch wieder bestimmt wird. Ich füge das Jubiläumstrikot ein und dann spielen wir gegen den 1. FC Köln. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.